In letzter Zeit vermehren sich Aufrufe gegen die aktuelle Regierung und jemand beruft sich da auf Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Ich weiß nicht, ob er das aus polemischen Gründen macht oder ob aus Unwissenheit. Denn dieser Artikel wird in Deutschland never ever gezogen werden können. Zumindest nicht aus rechtsstaatlicher Sicht. Never ever. Ganz schön dramatisch, gell? Nun, seit Einführung dieses Artikels im Jahre 1968 ist kein einziger Fall bekannt, in dem dieser Artikel gezogen wurde. Auch hier geht es nicht um schnelle Unterhaltung oder kurzfristige Ablenkung. Wenn du also nach 30 Sekunden weg bist, dann warst du vielleicht auf der Suche nach etwas anderem. Wenn du aber bereit bist, dich auf eine tiefe und nachdenkliche Reise einzulassen, dann bist du hier genau richtig. Weisheiten zum Mitnehmen ist für die, die mehr suchen als oberflächlichen Konsum. Schön, dass du da bist. Warum ist dieser Artikel also so wichtig? Was bedeutet er wirklich und wann? Ja, wann ist es überhaupt gerechtfertigt, sich auf dieses Recht zu berufen? Warum also? Guckst du. In Artikel 20 Absatz 4 der Verfassung heißt es, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Gemeint ist damit die Ordnung der parlamentarischen Demokratie, des sozialen und föderalen Rechtsstaates, die in Artikel 20 Absatz 1 bis 3 genannt werden. Was heißt das jetzt? Artikel 20 Absatz 1 bis 3 des Grundgesetzes in Deutschland legen die Grundprinzipien des Staates fest. Lass uns das mal locker so durchgehen. Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz. Hier steht, dass Deutschland ein föderaler und demokratischer Staat ist. Föderal bedeutet, dass Macht und Aufgaben zwischen dem Bund, also ganz Deutschland, und den Bundesländern aufgeteilt sind. Demokratisch heißt, dass die Macht vom Volk ausgeht und die Bürger durch Wahlen mitbestimmen. Soweit die Theorie. Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz. In diesem Absatz steht, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Das bedeutet, dass das Volk, also die Bürger, die oberste Macht im Staat sind. Aber diese Macht wird durch gewählte Vertreter in verschiedenen Institutionen wie dem Bundestag oder dem Bundesrat ausgeübt. Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Hier wird betont, dass die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung, also an die Regeln des Grundgesetzes gebunden ist. Das heißt, dass alle Gesetze und Entscheidungen, die getroffen werden, nicht gegen das Grundgesetz verstoßen dürfen. Wenn sie das tun, sind sie ungültig. Kurz gesagt, diese Absätze sagen aus, dass Deutschland ein demokratischer und föderaler Staat ist, in dem die Macht vom Volk kommt und alle Entscheidungen im Einklang mit dem Grundgesetz stehen müssen. Soweit die Theorie. Aber darum geht es nicht in diesem Artikel. Hoffe, das macht's klarer für dich. Zurück zum Widerstand. Das Recht auf Widerstand zum Schutz der Verfassung. Was ist das Widerstandsrecht im Grundgesetz? Es ist ein spezielles Recht für die Bürger, um die Verfassung zu schützen, aber nur in extremen Situationen. Wer kann Widerstand leisten? Laut dem Artikel 20 Absatz 4 der Verfassung können alle Deutschen Widerstand leisten, wenn es keine andere Lösung gibt, um die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung zu schützen. Adressat sind also die Bürger. Was ist mit Ordnung gemeint? Es geht um die demokratische Ordnung und Rechtsstaatlichkeit. Artikel 20 Absatz 4 sagt im Grunde, dass die Bürger im Notfall handeln können, anders als andere Regeln, die nur dem Staat mehr Macht geben.
Warum gibt es das Widerstandsrecht? Es ist wie ein letzter Ausweg, wenn andere Lösungen nicht mehr funktionieren. Ziel ist es, die Verfassung und den Staat zu schützen. Und wann ist Widerstand okay? Laut Experten wie Josef Isensee ist Widerstand legitim, wenn es eine ernsthafte Bedrohung für die gesamte Verfassung gibt. Kleine Verstöße oder Probleme reichen da nicht aus. Was ist nicht erlaubt? Einfach gesagt, Artikel 20 ist kein Freifahrtschein für Proteste gegen einzelne Dinge, die man als problematisch ansieht, wie zum Beispiel Abschiebungen, Wahlversprechenbrüche oder Verkehrsprojekte. Um die Frage zu beantworten, wann denn Widerstand im Sinne des Artikels 20 gerechtfertigt ist, geben die letzten 6 Wörter Aufschluss. Wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Es geht also um den absoluten Ausnahmefall. Es müssen alle Mittel der Normallage versagen, um die Gefahr abzuwehren, ehe die Bürger zu den heiklen Mitteln des Rechtsbruchs und der Gewaltsamkeit greifen. So zumindest Isensee. Doch solange Konflikte noch in zivilen Formen ausgetragen werden können, das demokratische System intakt ist und solange friedlicher Protest noch Gehör finden kann, dürfen sie es nicht. Hier eine lockere Umformulierung. Also wenn es wirklich keine andere Lösung mehr gibt, erst wenn alle normalen Wege versagen und die Sache echt brenzlig wird, können die Leute zu härteren Methoden wie Gesetzesbruch oder Gewalt greifen, sagt zumindest Isensee. Aber solange es noch Möglichkeit für den friedlichen Protest gibt und das demokratische System läuft, sollten Sie die Finger davon lassen. Schlimmer noch, Sie könnten sich tatsächlich strafbar machen. Warum gab es diesen Artikel erst ab 1968? Früher gab es Bedenken, dass das Widerstandsrecht zu Missbrauch führen könnte. 1968 wurde es aber eingeführt, um den Staat in Krisensituationen handlungsfähig zu halten. Ich hoffe, das macht den Text etwas verständlicher. 2 konkrete Beispiele, in denen dieses Widerstandsrecht vielleicht relevant gewesen wäre oder doch missverstanden wurde. Weimarer Republik. In der Weimarer Republik gab es kein klares Widerstandsrecht wie das in Artikel 20 Absatz 4 des heutigen Grundgesetzes. Das Fehlen einer solchen Regelung kombiniert mit politischer Instabilität und wirtschaftlicher Krise schuf einen Nährboden für extremistische Bewegungen. Ohne klare Richtlinien für den zulässigen Widerstand wurde die Demokratie anfälliger für Umsturzversuche und letztendlich scheiterte sie. Dieser historische Kontext unterstreicht die Bedeutung eines gut durchdachten und präzise formulierten Widerstandsrechts in einer Demokratie. Aktuelle Diskussion um Proteste und Extremismus. Im Kontext aktueller Debatten und Protestbewegungen wird der Artikel 20 Absatz 4 oft falsch interpretiert oder missverstanden. Manche Gruppen oder Individuen sehen darin eine Legitimation für jede Art von Protest oder Widerstand, auch wenn dieser die Grundprinzipien der demokratischen Ordnung untergräbt. Dieses Missverständnis ist gefährlich, da es die eigentliche Absicht des Artikels verzerrt. Es sei wichtig zu betonen, dass das Widerstandsrecht nur als letztes Mittel in extremen Situationen in Frage kommt, wenn alle anderen demokratischen Mechanismen versagt haben. Wer diesen Artikel als Freibrief für willkürliche oder gewaltsame Aktionen sieht, verkennt die Ernsthaftigkeit und die Intention dieser verfassungsrechtlichen Bestimmung. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen besseren Durchblick über den Artikel 20 Absatz 4 geben. Warum mache ich das? Ganz einfach. In unserer komplexen Welt ist es gut zu wissen, was in unserer Verfassung steht und was das für uns bedeutet. Wenn wir unsere Rechte und Pflichten verstehen, können wir auch besser einschätzen, was in unserer Gesellschaft vor sich geht. Also bleibt dran, bleibt informiert und schaut gerne wieder rein. Bis bald.
Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.